Wir werden Richtig. heute über das Thema Erfolg und insbesondere aber auch versprochener Erfolg, den du online kaufen kannst als Tutorials, sprechen, denn Juraj und ich haben da eine sehr interessante Meinung zu und glauben, dass viele Menschen, die das tun, eigentlich sich selbst boykottieren oder Gefahr laufen, sich selbst zu Mhm. boykottieren. Und da wollen wir einfach mal gleich einsteigen. Juraj, Mhm. ähm, Genau. willst du vielleicht noch mal kurz was sagen zu deiner Profikarriere und insbesondere dann den Ausstieg und dann, ja, wie dein Werdegang danach war? Ja, vielleicht hängt das ja auch ein bisschen hier mit diesem Thema zusammen, weil so die Idee ist ja, dem Zuhörer oder dem Zuschauer zu vermitteln, so wie du bist, so wie du denkst, so wie du fühlst, nimmst du dich immer mit. Und ich habe in meinen jungen Jahren Leistungssport, auch zum Teil Profisport erfahren und das war für mich etwas Großartiges. Allerdings habe ich das nicht bis zu Top 10 oder Top 5 der Welt geschafft. Die Frage ist nur, warum? Es entscheidet ja nicht nur die Technik, die nötigen Skills oder die Disziplin, sondern vor allem auch der Kopf. Und da habe ich mir im Nachhinein häufig Gedanken gemacht. Woran lag es, dass ich nicht weitergekommen bin? Ähm, Bin zu dem Entschluss gekommen, dass es dann tatsächlich der Erfolg, der dann ja erwünscht ist, ja, zwischen den Ohren entschieden ist oder entschieden wird, wie bereits auch immer wieder Boris Becker sagt. Und das heißt, deine Gedanken, deine Emotionen sind der Schlüssel dafür, der entscheidende Schlüssel dafür, wie weit du dann kommst. Weil, ja, Tennis spielen kann jeder oder kann jeder erlernen. Die Technik, die Taktik, das sind alles Dinge, die du wunderbar mit einem guten Trainer umsetzen kannst. Aber die Besten der Besten haben dann doch etwas mehr, was, was der Masse fehlt. Und was das genau ist, ähm, würde ich gerne mit dir heute nochmal auch anhand von anderen Beispielen erläutern, weil ähm, es gibt ja auf YouTube, Instagram oder TikTok, überall, wo du unterwegs bist, bekommst du immer wieder so ein Eindruck, irgendwie diejenigen, die da sich präsentieren, die haben es geschafft. Ja, da siehst du den Typen, der mit 25 schon die erste Million geschafft hat. Oder eine Frau mit einem perfekten Körper oder guten Business oder einem idealen Partner. Alles top. Und ja, die Botschaft klingt so oft, mach's wie ich und dann wirst du genauso erfolgreich, gesund und glücklich sein. Du musst nur das machen, was ich dir verkaufe. Das Aber, ist 'n ne? wichtiger Ansatz, den du gerade sagst. Also, letztendlich wird ja nur die Technik oder ein gewisser Werkzeugkasten angeboten, meist für viel Geld. Und das unterstellt dann oder gibt dem anderen oder dem Käufer dann das Gefühl, hiermit kann ich erfolgreich werden, genauso erfolgreich werden, wie mir diese Person da auf dem Video oder in dem Video darstellt, was sie versucht darzustellen. Es kommt ja noch mal hinzu, inwiefern das dann der Wahrheit und der Realität entspricht. Aber die Frage, die wir uns ja immer wieder stellen, reicht dieser Werkzeugkasten? Reicht es, im Falle des Tennisspielens den Schläger richtig zu halten? Für ein nettes Spiel vielleicht, aber wenn es dann darum geht, wirklich zu gewinnen, Erfolg zu haben, dann sind viele andere Faktoren, bin ich der Meinung, sehr, sehr wichtig. Die Frage ist also, wenn wir über solche Erfolgsrezepte sprechen, die als Tutorials, Anleitungen
zu kaufen sind. Reicht das aus oder fehlt da etwas? Und ich gehe noch weiter. Gibt es nicht sogar entscheidende Merkmale, die jeder in sich selbst trägt, die ihn sogar boykottieren, dass er dieses Ziel nicht erreichen wird? Denn die Mhm. Frage muss ja auch lauten, warum hat die Person es bisher nicht erreicht? Warum hast du als Zuschauer vielleicht ein Ziel bisher noch nicht erreicht, so wie du es dir wünschst? Das Absolut, war ja ja. so der Ansatz, ne? Genau. Und was ist denn das, was mich daran hindert, absolut erfolgreich in jeder Hinsicht zu sein? Mhm. Ähm, die Botschaft oder ja, die Botschaft liegt tatsächlich dann in dir. Was ist denn, wenn du jetzt überlegst, dein Ziel zu verfolgen? Du hast viel Disziplin, du hast viel Mühe, du hast viel Zeit geopfert. Machst du alles viele Sachen im Außen, die wunderbar funktionieren. Du Mhm. verfolgst deine Ziele, missachtest oder beachtest unbewusst gar nicht deine Gedanken, deine Gefühle und deine Überzeugungen oder sogar deine Glaubenssätze, die dir in die Wiege oder im Laufe der Erziehung in die Wiege gelegt wurden. Und das sind aus meiner Sicht die Dinge, die einen entweder beflügeln oder bremsen oder sogar scheitern lassen. Und diese Dinge sollten wir tatsächlich beachten und deren Acht schenken, weil ohne diese wird es dann nicht zu einem wirklich guten und nachhaltigen Erfolg führen. Ganz gleich in welcher Hinsicht oder in welchem Bereich du dich befindest. Ja, wir sprechen jetzt faktisch vom Mindset. Ist mein Kopf, ist mein Geist, mein Körper überhaupt in der Lage, dieses Ziel zu erreichen? Ich denke da auch immer wieder an einen gewissen Prozess in der EMDR-Therapie oder im Coaching. Da wird ja eindeutig nach einer negativen Kognition gesucht. Wenn also Patienten oder Klienten zu mir kommen, dann suchen wir ähm, besprechen wir ein Thema Mhm. und dann wird aber gefragt, irgendwann im Rahmen dieses Coachings oder dieser Therapie, was ist deine Kognition? Mit welchem Glaubenssatz verbindest du dieses spezielle Thema? Und dann geht es noch weiter, das ist gar keine Frage. Die Kognition ist der erste Schritt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber absolut richtig. Also sprich, glaube ich vielleicht etwas, denke ich etwas über mich selber, was mich daran hindert, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das wäre ein guter Ansatz, da mal reinzugucken, inwiefern hier die Chance besteht oder die Gefahr besteht vielmehr, dass man Selbstsabotage betreibt und sich Mhm. boykottiert, was sich letztendlich durchs ganze Leben hin durchziehen kann. Absolut, da kann ich ja auch mit Beispielen anknüpfen, wo ich mal Mhm. angedacht habe, ja, wo finden wir solche Beispiele? Das erste Beispiel, wo auch die Statistiken eindeutige Zahlen liefern, Mhm. sind die Lottomillionäre. Es gibt Mhm. unzählige Zahlen an Lottomillionären. Jede Woche gewinnt jemand was. Und die nüchterne Erkenntnis ist, dass kaum einer von diesen angeblich glücklichen Gewinnern auch dieses Geld behalten kann oder ordentlich mit diesem Geld umgehen kann, dass man das gescheit investiert oder sich damit ein angenehmes Leben ermöglicht. Nein, viele gehen nach einer gewissen Zeit pleite, weil irgendwas fehlt zu wohl diesem angeblichen Glück. Und Mhm. zwar, ja, wie wir schon erwähnt haben, das ist ja das, in diesem Falle das Geld-Mindset. Darum geht's ja, wie betrachtet der Einzelne sein Leben und ist er damit zufrieden? Fühlt er sich erfolgreich oder hat er das Gefühl, irgendwo stecken zu bleiben und guckt nach rechts und links und stellt fest, mein Gott,
die nehmen diese Hürden, diese vermeintlichen Hürden mit einer Leichtigkeit, während ich immer irgendwo gegen die Wand renne. Mhm. Und Absolut. ja, Ja. das ist also, 'n wunderbarer Ansatz, um zu festzustellen, wie nehme ich mich selbst wahr im Verhältnis zu anderen. Das Mhm. zeigt schon mal, wo vielleicht irgendwelche Selbstsabotage liegen könnte, wo so 'n Boykott vorliegen könnte. Welche Gedanken begleiten mich dabei? Absolut. Und an dieser Stelle würde ich gerne auch mal den Begriff, das Resonanzgesetz Mhm. einwerfen. Denn im Grunde resonieren wir oder gehen in Resonanz mit vielen Dingen. Entweder Mhm. gehen wir in Resonanz auf die positive Art und Weise und dann läuft das. Oder wir gehen in Resonanz auf eine negative Art und Weise und dann klemmt's oder dann funktioniert's nicht so gut. Das heißt, im Kern sagt dieses Gesetz auch, du ziehst nicht an, was du willst, sondern was du bist. Und Mhm. wenn du im Grunde tief in dir glaubst, naja, ich bin nicht gut genug, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dann bekommst du im Leben genau diese Art von Mangelzustand gespiegelt, weil eben halt das Gesetz der Resonanz oder wenn du innerlich überzeugt bist, ich muss stark sein, sonst werde ich verletzt. Willst du genau die Momente erleben, wo, ja, wo eine Schwäche dich trifft, wo du einfach, ja, nicht weiterkommst? Da sind wir dann eigentlich an einem wunderbaren Punkt, dass ich faktisch meine Überzeugungen lebe. Das Resonanz, also ich spiegle in meiner Außenwelt meine innere Welt, wie ich die Welt wahrnehme. Da erinnere ich mich sofort an Paul Watzlawick. Der Mann ist ja nun leider schon tot, aber er war ja einer der großen ähm, Psychologen des Mhm. letzten Jahrhunderts. Er hat ja Ja, auch ja. ganz bekannt die Anleitung zum Unglücklichsein geschrieben und er war Verfechter des Konstruktivismus, des radikalen Konstruktivismus, der sagte, dass wir unsere Welt selbst erschaffen. Und das führt ja dann so weit, dass man sagt, also ich projiziere in das Außen meine Überzeugung und Mhm. nehme das Außen so wahr und entsprechend interagiere ich ja mit dem Außen. Das heißt, mit einer Ja, anderen Überzeugung, mit einem ja, anderen Denken schaffe ich auch eine andere Außenwelt, die mit mir interagiert. Könnte man das so sagen? absolut. Da bin ich vollkommen eins mit dir. Und da kann ich auch ergänzen, zum Beispiel der Rüdiger Dahlke, Mhm. äh, der spricht ja in diesem Fall von einem Leben als Spiegel. Das heißt, er Mhm. sagt, so Krankheiten, Krisen oder Konflikte zeigen dir, was in dir noch nicht verstanden oder was du im Grunde noch nicht in dir integriert hast. Mhm. Und, äh, das heißt, ja, diese Gedanken sollten quasi als Botschaft in mir aufpoppen und mir sagen, was ist denn noch in mir, was, was mich im Außen antriggert, wo ich nicht einverstanden bin. Denn Mhm. diese Sachen sind quasi so diese Blockierer Ja. meiner Ziele. Ja, der Dahlke hat ja unzählige Bücher drüber geschrieben und ja, ich finde großartig, wie er auch dieses Thema aufgreift. Ich stelle immer wieder fest, in Coachings oder Therapien, in Gesprächen, dass der Gedanke allein aber nicht hilft. Also wenn wir eine Kognition haben, nehmen wir mal an, ich bin es nicht wert oder Geld stinkt oder Geld ist nicht wichtig oder in anderen Bereichen, ich bin nicht gut genug, dann sind das ja Gedanken. Die Frage oder vielmehr die Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren gewinnen konnte, war aber, dass der Gedanke nur eine Folge ist. Der Gedanke selbst
ist die Folge einer körperlichen Empfindung, dass also in Wirklichkeit unser Körper darüber entscheidet, wie wir denken. Das lässt sich auch sehr gut verbinden mit Antonio Damasio, der über die Theorie der somatischen Marker entwickelt hat. Und er sagte, dass unser Körpergedächtnis all unsere Erlebnisse in uns abspeichert als Gefühlsmomente, als sogar Körperempfindungsmomente. Und je Mhm. nachdem, wie eine Erfahrung war, positiv, weniger positiv, negativ, sind wir bereits in irgendeiner gewissen Richtung eingenordet. Soll also heißen, wenn wir einen Trigger Mhm. erleben, ein besonderes Ereignis, was uns erinnert an eine alte Situation, die negativ für uns war, wird unser Körper uns versuchen zu schützen. Also es ist etwas Positives, also auch ein schöner Ansatz, um sich mit sich selbst und seinem eigenen Körper erstmal zu versöhnen, weil das, was der Körper da real tut und wie er reagiert, ist etwas klar, um einen Schutz aufzubauen. Und das führt letztendlich dazu, dass wir stets in Bruchteilen von Sekunden reagieren und etwas ablehnen oder einen Weg nicht konsequent weitergehen. Ne? Und dann entstehen daraus Gedanken. Und das scheint ein Muster zu sein, wo man ansetzen könnte, um noch um seine eigenen Grenzen zu überschreiten, neue Wege zu gehen. Mhm. Also so Absolut. zumindest meine Ja. Erfahrung. Ja, das ist richtig. Ich betrachte das quasi so als ein festes Zusammenspiel von Ideen, Gedanken, Emotionen und dementsprechend einer Handlungsform und daraus resultierend verwirklicht sich das alles in der Materie. Das heißt, der Ursprung liegt tatsächlich in der Idee und da kann ich ja auch noch aus der Philosophiewelt nochmal den Platon erwähnen. Vielleicht kennst du ja dieses berühmte Bild, wo Platon und Sokrates zusammen nebeneinander laufen und der Platon zeigt mit dem Finger nach oben, das heißt in den Himmel, meint damit oder deutet in Richtung der Welt der Ideen. Mhm. Der Sokrates zeigt mit der Hand eher nach unten und deutet daraufhin auf die Erde, also auf die Welt der Materie, Mhm. wobei die beiden bedingen sich, also das eine geht nicht ohne das andere. Und also der Gedanke oder die Idee dahinter ist für mich klar, dass ja unsere Ideen, unsere Gedanken, unsere Materie formen. Ne? Also das Mhm. war ja so unsere Gedanken sind quasi die Gussform für unser Leben. Und Ja, ich habe hier auch mal ein interessantes Zitat, wunderbar, gefällt mir immer wieder, wenn ich es lese. Ich ja. lese es einfach mal kurz vor. Und zwar muss ich noch mal kurz nachschauen, wo ich mir das notiert habe. Ah, genau. Also, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn diese werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn die prägen dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn es wird dein Schicksal. Und das finde ich irgendwie großartig, Mhm. dass diese Kette der Zusammenhänge, die wir oft gar nicht so richtig wahrnehmen, äh, die funktioniert einwandfrei. Mhm. Äh, Das wäre ja ein guter Ansatz, oder auch ein Zeitpunkt, dann mal kurz zu resümieren. mhm, Ähm, dass wir festgestellt haben, dass es also zahlreiche Angebote im Internet gibt
oder auch woanders und Menschen sagen, ich würde gerne erfolgreicher sein, ich möchte ein toller ja. YouTuber sein, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte passive Einkommen erzielen. Dann wird viel Geld ausgegeben, um den Werkzeugkasten dafür zu kaufen, um dann zu sagen, jetzt starte ich mal durch, um dann zu erfahren, dass die wenigsten oder persönlich derjenige, der das gekauft hat, diejenige, die es dann macht, dass sie das Handwerkszeug zwar hat, aber nun nicht umsetzen kann. Mhm. Und wir haben aus unserer Erfahrung festgestellt, dass es letztendlich der Boykott ist, der aus uns herauskommt, dass irgendwelche Erfahrungen sagen, du schaffst das nicht, du wirst das nicht richtig machen. Also so eine Art Selbstsabotage. Mhm. Ähm, Dann wären wir eigentlich an dem Punkt, damit wir dann auch mal dir als Zuschauer etwas mit auf den Weg geben könnten, wie du damit umgehen kannst. Solltest du also feststellen, dass bei dir irgendeiner Form immer wieder Hindernisse auftun und du deinen Weg, den du gehen möchtest, nicht irgendwie findest. Was könnten wir also unserem Zuschauer, unserer Zuschauerin mitgeben? Und ich würde gerne mal darüber sprechen mit dir, Juraj, woran ich denn merke, ob eine Selbstsabotage stattfindet. Gibt es irgendetwas, wo ich spüren oder bemerken kann, dass ich mich selbst boykottiere? Und ich glaube, da müssen wir zwischen mentaler und emotionaler Ebene auch mal unterscheiden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich beispielsweise ja überzeugt bin, dass das Körpergedächtnis uns durch Gefühle, Körperempfindungen schon etwas dazwischen die Beine haut, wenn es Mhm. denn uns schützen will, vermeintlich vor einer Gefahr. Woran Mhm. merke ich, dass ich mich selbst sabotiere? Du merkst das vor allem an deiner inneren Stimme, die dich immer begleitet. Egal was du tust, Mhm. was du vorhast, äh, ist immer deine innere Stimme da. Das heißt, was kann man konkret tun? Beobachte dich, sagen wir mal, in den nächsten Tagen und nimm das quasi als eine kleine Challenge, Mhm. dass du sagst, okay, ich schaue bei allen Dingen, die ich tue, in mich hinein und beobachte meine Gedanken, die unmittelbar bei der Aktivität, egal ob ich Tennis spiele oder ob ich an einem Projekt arbeite, die mich unmittelbar begleiten und die immer wieder auftauchen. Ja, welche Überzeugungen sind es, die quasi als ein kleiner, leiser Dauerton im Kopf ertönen? Äh, Was sind das für Überzeugungen? Sind das Überzeugungen von Mut, ja, ich bin davon überzeugt, ich schaffe das, oder sind das eher, naja, so ängstliche Überzeugungen, die mich eher daran hindern? Ja, oder welche Emotion taucht sogar auf? Ja, also das ist alles, der Körper, Geist und Seele ist eins und verknüpft auch mit Emotionen. Das heißt, die Gedanken produzieren im Körper bestimmte ja, wie soll ich sagen, so Empfindungen, die, die man sofort auch merken kann, ja. Das ist 'n ganz wichtiger Punkt. Wenn wir haben ja die mentale Ebene, wir haben ein Bild, das uns vielleicht, schon im Inneren auf der inneren Leinwand vorspielt, was passieren könnte, Ängste oder, Gefahren, die hinter der nächsten Ecke lauern, also die uns zweifeln lassen. Also, das wäre diese mentale Ebene. Und dann kommt es ja zu einer da steckt dann meistens auch eine Emotion hinter. Ja. Angst, vielleicht sogar Ekel, vielleicht, 'ne Art Lampenfieber, dann wären wir Unsicherheit, wieder bei Angst, ja. ne? Und dann kommt 'n wichtiger Punkt und das ist da sind wir eigentlich schon wieder beim EMDR-Prozess. Dann gucken wir, das hatte ich eingangs schon gesagt, nach der Körperempfindung. Denn die Emotion ist ja nicht das Ende, weil wenn ich zum Beispiel Ekel empfinde oder Angst empfinde, habe ich meistens
eine Körperempfindung dazu, ein Kloß im Magen, ein Druck im Hals, ein Ziehen im Nacken oder es Mhm. gibt sogar ganz Mhm. komische Orte im Körper, wo man also ein Leiden hat. Bei manchen ist das sogar eine chronische, Schmerzempfindung. Mhm. Die Das Angst heißt sitzt im Nacken, sagt man auch, ne? ja, genau, ne? Es gibt ja auch Gebilde dafür, hat die Nase voll oder Mhm. dergleichen. Mhm. Aber darum geht's jetzt eigentlich gar nicht. Aber das ist, glaube ich, 'n ganz guter Dreiklang, dass man also sagt, man hat einen Gedanken, man hat eine Emotion dazu und man hat eine Körperempfindung. Mit diesen dreien, wenn man das wahrnimmt Mhm. und all das schreit danach, dass man selbst den Weg nicht Ja, gehen sollte oder das muss auch kein Schrei sein, das kann auch sehr leise sein, aber immer wieder wie so ein Dauerton, was du gesagt hast, ne? Dann absolut. könnte das Mhm. ein gutes Zeichen sein. Ich glaube, was da hilft, du hattest das, glaube ich, angesprochen, ist so eine Art Tagebuch oder dass man sagt: „Okay, da ist eine Idee“, man Mhm. schreibt sich das auf. Und meine Empfehlung bei sowas ist immer, dass man, ähm, diese 3 Dinge versucht herauszufinden. Also, nicht nur das Thema, Ja. ähm, sondern auch die Emotion und dann an dritter Stelle die Körperempfindung, was nicht zwingend notwendig ist. Also, es ist ganz wichtig bei so etwas, es gibt kein richtig oder falsch. Das möchte ich jetzt auch noch mal direkt an dich, Mhm. wenden möchte ich mich direkt an dich wenden. Es gibt kein richtig und falsch, was Juraj und ich hier besprechen, dass du also selbst das Vertrauen in dich hast und auch in deinen Körper, der dich aber auch nur schützen will mit all diesen Dingen, dass du das definitiv nicht falsch machen kannst, nur richtig machen kannst und diese Achtsamkeit dann dort aufbringst. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, ne? Anzufangen, erstmal zu sehen, gibt es dort Strategien, oder wie beginne ich eine Strategie? Mhm. Mhm. Gibt es dort Symptome, die zeigen, dass es nicht zwingend dein Weg. Mir fällt ja gerade Ja. ganz spontan noch was ein, Juraj. Mhm. Es gibt ja auch rivalisierende Ziele. Also Mhm. beispielsweise, ich kenne das von mir früher. Ich wollte als ganz junger Mann wollte ich unbedingt viel Geld verdienen. Habe ich Mhm. in dem Sinne nie geschafft. Ähm, aber ich hatte auch ein anderes Ziel und das war, ich wollte frei sein. Ich wollte mich nicht Autoritäten beugen. Ich Mhm. hatte auch andere Wünsche und ich stellte immer wieder fest, dass viel Geld mit viel Arbeit und anfänglich als junger Mensch auch mit viel mit Kunden oder aber auch mit Mhm. Chefs und dergleichen zusammenhing. Und so habe ich mich also selbst quasi nicht entscheiden können, gehe ich jetzt ganz stringent meinen Weg zum Geld oder gehe Ja. ich den Weg in die Freiheit? Also, ich hatte zumindest zu dem Zeitpunkt nicht gefunden, wie man mit Freiheit Geld verdienen konnte. Und damit hatte ich also widersprüchliche Ziele, Mhm. mindestens 2. Da waren noch bestimmt andere dahinter. Ich glaube, das ist auch 'n wichtiger Punkt, ne, das, mit Achtsamkeit herauszufinden. Das ist genau so und so wie du gesagt hast, der eine spürt das mehr im Körper, der eine spürt das mehr in bestimmten Emotionen. Jeder von uns ist gänzlich unterschiedlich und manche mehr sensibler, manche eher äh, mehr kognitiv denken. Wichtig ist, dass man sich bewusst macht, was diese Gedanken oder wann kommen diese Gedanken, die mich daran hindern? Weil wenn es einem bewusst ist, kann ich es verändern. Wenn es mir etwas nicht bewusst ist, dann ist es dann schon mühsamer, in der Tiefe zu graben. Und Ja, für mich auch so zum Abschluss die wichtigste Erkenntnis heute, ja, du nimmst dich ja immer mit, aber ja, du kannst selbst entscheiden, wen du mitnimmst, ja, die alte Version von dir selbst oder ja, eine bewusste, klare und kraftvolle Version von dir selbst. Das heißt, deine Gedanken, mhm. äh, ja, entscheiden über ja, über dein Glück, dein Schicksal und alles, so wie ich das in dem Zitat auch schon gesagt habe. Im Grunde, pass auf, was du denkst. Ja, es könnte Ja, wahr. ja. Da habe ich sogar irgendwie so 'n Buch noch mal rausgesucht, hier von Pass auf, was du denkst von Dr. Bruce Doyle. Ich zeige das Ach, mal guck nicht in mal. die Mhm. Kamera, Mhm. weil ich nicht weiß, wie das mit dem Cover ist. Da habe ich mal drüber gelesen, da muss man aufpassen, dass man nicht die falschen Dinge
zeigt. Mhm. Ich möchte aber trotzdem nochmal aus meiner Sicht dazu sagen, ich glaube, dass die Körperreaktion, also die Körperempfindung, der sogenannte somatische Marker, ähm, ein ganz wichtiger Ansatz ist, man sollte nicht nur den Gedanken, also ich werde nicht nur durch Gedankenveränderung meine Ziele besser erreichen, weil selbst wenn ich mir 17 Mal am Tag sage, ich bin toll, Mhm. ich bin erfolgreich, ich bin unschlagbar und ich spüre das aber nicht in mir, ich habe nicht dieses Gefühl Mhm. in mir, Mhm. dann wird das nicht funktionieren. Dann wird meine eigene Körperempfindung meine Aussage Lügen strafen. Also ich glaube, hier Ja. ist der Ansatz und dass also diese Körperempfindung verändert werden kann, was durch Mhm. Handlung geschehen kann. Man kann ja durch Übungen, durch Dinge, die man erfolgreich absolviert, dem Körper signalisieren, ich kann Ja. etwas. Ich glaube, das ist ja auch letztendlich im Sport so, ne? Wenn ich also etwas immer wieder wiederhole und immer besser dabei werde, lernt mein Körper, Mhm. dass ich etwas beherrsche. Und daraus entsteht ja auch Selbstvertrauen. Und daraus entsteht ja auch die nötige Gewohnheit. Die, die Gewohnheiten sind ja unsere Automatismen, Mhm. die, wo das Gehirn quasi nicht nachdenken muss. Das ist ja auf der einen Seite sehr gut, Mhm. dass man die Dinge automatisiert und dass man sich auf andere Dinge bewusster konzentriert. Gerade die Dinge, die uns daran hindern, weiter voranzukommen, wo wir immer gegen die Mhm. Wand rennen, äh, ist es entscheidend, uns selber zu reflektieren, weil äh, unsere Welt bewegt sich da draußen immer wieder, immer weiter und schneller und wir haben immer die Tendenz, im Außen die Ursachen zu suchen, statt nach Oh, innen zu schauen. Und ja. das ist für mich entscheidend. Ja, Ja, die Innenschau ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Das kann ich also auch nur bestätigen. Wenn ich mit EMDR arbeite, mit lieben Menschen, die sich mir anvertrauen, dann ist es immer die innere Welt, die wir verändern und nicht die äußere. ja, Und das tun wir durch diesen EMDR-Prozess. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, so langsam zum Ende zu kommen, um unseren Zuschauer und unserer Zuschauerin einfach das mit auf den Weg zu gehen. Schaue nach innen, gucke, was dir auffällt. Ähm, oder? Was meinst du? Das ist, ja, glaube ich, absolut. Also ich meine, da ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Es ist alles gesagt. Und in jeder Heiligen Schrift steht ja auch sowas, ne? mhm. Also eher nach innen schauen, um im Außen was zu verändern. Die Boten, ja, Ich auf glaube, jeden was Fall ich kommt hier noch mit durch. auf den Weg geben möchte, ist, dass insbesondere ich als EMDR und Traumatherapeut sagen kann, dass wir bewusst unser inneres Erleben verändern können. Das tun wir ja. Ich glaube an die Theorie, dass EMDR hilft, somatische Marker zu schwächen oder sogar aufzulösen, die nicht Mhm. funktional sind, die uns hindern, unsere Ziele zu erreichen, die uns Befindlichkeiten bereiten, die uns Unwohlsein bereiten. Da können wir also konkret Einfluss drauf nehmen. Ich habe ja auch dazu die Selbstcoaching-Methode entwickelt, die man bei nicht krankhaften Befindlichkeiten nutzen kann, um dort mit sich selbst zu arbeiten. Ich verlinke mal Mhm. die Anleitung, die ist kostenlos, die kann man sich herunterladen unter dem Video. Aber Juraj, du hast ja auch Ansätze, wie man mit sich selbst arbeiten kann. Ja, absolut mit sich selbst. Und so arbeite ich auch immer wieder mit meinen Kunden, dass ich den nicht nur das Wissen oder das bestimmte Know-how an die Hand gebe, sondern man kann sich ja auch bestimmten Tools widmen, die einem helfen, schneller voranzukommen. Und das ist zum Beispiel auch das Thema mit Neurobeats. Das heißt, die Neurobeats, also spezielle akustischen Signale oder Frequenzen, die direkt
die Gehirnwellenaktivität beeinflussen. Das heißt, Mhm. wenn ich etwas verändern möchte, wie zum Beispiel meine Glaubenssätze oder wie mein Denken, dann versetze ich mein Gehirn mit Hilfe der Neurobeats in einen Zustand der tieferen Entspannung, wie zum Beispiel Alpha-Zustand oder Theta-Zustand. Und in diesem Bereich kann ich ganz gezielt an mir bewusst arbeiten, wenn ich jetzt meine Glaubenssätze verändern möchte. Und dies funktioniert ja deutlich schneller und entspannter, als wenn man das auf der Beta-Ebene im normalen bewussten Gehirnwellenaktivitätszustand ist. Und das ist ein Tool, das ich ja auch sehr gerne zum Beispiel mit der EMDR-Brille verbinde, weil da arbeite ich ja auch mit meinem Inneren und Mhm. versetze das Gehirn wunderbar in den gewünschten Wellenzustand, wo es dann deutlicher spürbar ist, wo meine Emotionen im Körper zu finden sind, wenn ich an bestimmte Sachen denke. Also die Verbindung mit also Neurobeats und EMDR-Brille ist für mich unschlagbar, wenn ich jetzt Dinge verändern möchte. Mhm. Verlinken wir einfach mal auch unter dem Video zu deiner Website, wo man Gerne. mehr darüber erfahren kann. Mhm. Jura, ich glaube, wir kommen hier mal zum Schluss. Ich hoffe, du als Zuschauerin oder als Zuschauer hast es genossen, hast so einiges rausziehen können. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Wenn du Bemerkungen hast, schreib sie natürlich auch in die Kommentare. Und wir beide, Juraj, werden das wahrscheinlich wiederholen. Wenn man sowas zum ersten Mal gemacht hat, kann man nur besser werden. Und Wir dann üben uns. haben wir noch sicherlich noch viele andere Themen, über die wir gerne miteinander sprechen. Dann danke ich dir erstmal für deine Zeit heute und Ich habe zu danken. ja, und dann bis bald mal wieder. Alles Gute, Juraj. Ja, ich freue mich. Alles Gute, Thomas. Super.